So, angekommen in Mary sind wir jetzt hier und fahren noch eine Runde. Dann tanken wir gleich noch und dann geht's los auf den Oodnadatta Track. Und eine Flasche wollen wir noch mal versuchen mit Wasser aufzufüllen. Was es ja wirklich angenehm macht, dieses Land zu bereisen, ist, dass man hier überall so willkommen ist. Also ich meine, hier diese Barbecues, dann ist jetzt hier ein Wassertank, der keinen Hahn hat. Wasser ist aber drin. Die wollen halt, dass man sich Wasser an dieser Wasserstation hier holt, aber die ist wohl irgendwie schon seit Monaten außer Betrieb. Deswegen hätte ich gehofft, dass hier Wasser ist. Hier steht zwar auch Do Not Drink. Mal gucken, wir haben jetzt diese Flasche komplett leer getrunken. Ich wüsste jetzt nicht, warum man das nicht trinken sollte, weil dieses Wasser von dieser Station, wo wir gerade waren, das ist auch einfach nur Regenwasser. Das ist auch einfach nur Regenwasser. Schmeckt ganz normal und gut. Der Oodnadatta Track, letztes Mal gefahren beim Konvoi. Ich bin sehr gespannt. Das hat ja jetzt sehr geschüttet, haben wir ja gestern Abend gesehen. Einige Leute haben jetzt gesagt, ja, kann nass sein. Man spürt hier auch auf dem Boden, wenn man hier läuft, dass das ein bisschen nachgibt. Aber ich denke eigentlich, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Schauen wir mal, was wird. So, 2,90 $. Deswegen haben wir neulich getankt und jetzt nur noch den Rest voll gemacht und sind jetzt bereit für den Oodnadatta Track, der sich da hinten befindet. Also alle Tracks offen und sogar für alle Autos, und ich habe extra noch beim Roadhouse gefragt und wir sollen unsere Reifen nicht ablassen und dann geht's jetzt los. Also Oodnadatta Track at its best. Oodnadatta Track at its best. Zweiter Versuch zu filmen. Wir fahren nur auf so. Was für ein Sticker? Dieser schön hier, oder nee, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Würdest du den da draufkleben? Ich habe eben versucht, was zu erzählen, als wir da waren, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Außerdem ist es dauernd sauwindig. Jetzt sind wir hier gerade im Outback in der Nähe des Salzsees. Und hier waren wir auch schon mal beim Konvoi. Naja, und hier oben, das sieht ganz witzig aus, weil wir sind im Nirgendwo. Und dann ist hier das. Das ist ja geil. Sieht aus wie ein Vulkan. 500 Meter weiter gefahren. Hört man auch nicht so oft, ne? Welle in der Wüste. Oh, jetzt kommt ein Vogel. Wie lange haben wir keinen Vogel mehr gesehen? Natürlich schade, dass es so windig ist, ne? Ja. Was für ein Schleimmonster. Nice. Oh Mann, das ist die Carol Break. Neuer Campspot für heute Nacht. Hier an so einem Riverbed. Und jetzt gibt es heute einen neuen Versuch mit Zeitraffer. Wunderschönen guten Morgen. Camp ist eingepackt, Reifen sind noch alle voll, was mich sehr freut nach der Gravel Road. Wir haben jetzt noch ungefähr, ich denke mal 60 Kilometer Gravel Road vor uns und dann sind wir in Kupapidi und können uns ein paar Opale angucken. Und die Fliegen sind wieder richtig abgefuckt. Egal, los geht's! Wir sind kurz vor Kupapidi und wir haben jetzt insgesamt mit dem einen Auto eben
LKW seit gestern Mittag gesehen. Also 400 Kilometer und 8 Fahrzeuge, davon waren 2 irgendwelche behinderten Backpacker mit irgendwelchen Vans. Dann hatten wir einen Pickup da, der hat 2 Reifen kaputt gemacht. Der saß da und hat gewartet, dass jemand ihm einen neuen Reifen bringt. In der Hitze, zum Glück hatten die Wasser, wir haben aber gefragt, ob die was brauchen. Naja, wir sind jetzt gleich bei Cooper Pedy und der Tank sagt leider, er ist sehr leer. Wir schaffen es auf jeden Fall noch. Aber es ist schon ein mulmiges Gefühl, hier im Nichts zu sein ohne Sprit. Unmarked Holes, Deep Shaft, Beware. Geiles Schild. Da steht erklärt, was es ist. Opal City. So, angekommen in Cooper Pedy. Oh, krass hier, dass da keiner was klaut. Deswegen ein Gitter. Hier ist alles voll mit Aborigines. Hier kostet 2,21 $. Und deswegen machen wir das noch voll. Wir gehen uns dann eine Mine angucken und ein paar Kirchen. Die sind alle underground. Was ganz geil ist, ziemlich interessant. Caro hat das alle noch nie gesehen. Ich war hier schon mal. Aber wir gucken uns andere Sachen an. Und ich glaube, das Ganze ist hier noch ein bisschen fancier geworden als früher. Als das letzte Mal, als ich hier war. Und wo gehen wir hin? Museum? Hierhin? Oder? Ja, denk schon. Oder lieber die untere, weil die obere habe ich schon gesehen, oder? Ja. Musst du sagen. 8 Liter hatten wir noch, weil ich habe gerade 72 Liter getankt und ist ein 80 Liter Tank. Also 8 Liter wären noch drin gewesen. Also wären wir noch ein Stück weit gekommen. Ein Jelly Opal. Hab schon gehört. Und was kann der Jelly Opal? Das ist ein heller Opal. Das ist mein Spitzname. Guck mal, Glockenturm. Okay. Knaller, oder? Mhm. Und wie es halt. Und hier sind überall solche Luftschächte. Frischluft mit solchen Ventilatoren oben drauf. Die Leute hier, die müssen ja nicht ihren Müll wegbringen, weil einfach alles viel zu weit weg ist. Deswegen sieht es halt bei manchen so aus. Und wer würde gern was daraus basteln? Na ich? Der da? Ich baue Ihnen was. Lässt grüßen. Guck mal, da siehst du diese Rohre hier, Ja. die sie benutzt haben. Das Ding, was jetzt da oben steht, stand vorher hier. Jetzt haben wir gefrühstückt. Die Karre stand schon mal genau hier. Und wir waren auch schon mal genau hier. Natürlich ohne meine frisch gebackene Frau, aber jetzt mit. Und werden wir uns das mal anschauen. Da oben steht diese The Big Winch. Da auf dem Schild steht es nochmal, The Big Winch. Und da ist die große Winch. Die hat so ein Typ gemacht, um auf seinen Laden aufmerksam zu machen. Und es ist genau von so einem Ding hier abgeguckt. Also das, womit sie wirklich den Dreck, also die Steine, die sie nicht gebraucht haben, hochgeholt haben. Da drüben steht dann so ein Ding, was schon mit Motor. Und dann irgendwann haben sie eben diese Blower gemacht. Die zeige ich euch nachher auch nochmal einen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mit der GoPro schon einen gefilmt. Ja, oben auf dem Cooper Pedy Schild, da steht so ein Ding drauf. Fun Fact: Noodling heißt es, wenn man über Tage nach Opalen sucht, und die Männer, die das früher gemacht haben, weil sie sich nicht in die Minen reingetraut haben, wurden als Wet Noodles bezeichnet, also als Schlappschwanz. Und es gibt hier 2 große Haufen. Wir waren vorhin im Information Center, da haben die uns gesagt, da können wir auch hingehen und unser Glück versuchen, in den Steinen noch Opale zu finden. Und es ist wohl gar nicht so selten, weil da wird einfach immer wieder aufgekippt, was die gerade aus Untertage hochgebracht haben. Wenn man durchwischen kann. Das ist fast richtig gut, oder? Ja, das ist geil. Wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass die GoPro diesmal das ein bisschen besser macht, weil das letzte Mal hatte ich, glaube ich, nur die GoPro und es war alles... Ah, nee, ich hatte nur die Kamera und es war alles viel zu dunkel. Diesmal GoPro. Das sieht irgendwie fake aus teilweise, finde ich. Das ist genau, wo diese Bohrköpfe lang gegangen sind. Stimmt. Also das hier ist doch auf jeden Fall mit so einer Rolle gebohrt. Auf jeden Fall in der Kirche vorhin habe ich mich gefragt, wie die Kabel verlegen. Und die haben hier einfach überall, hier sind die Kabel aber abgeschnitten, auch interessant. Die bohren hier durch die Wände und legen da die Kabel lang. Los geht's. Push. Steht es da? Ja, tatsächlich. Ja, lesen. Und auf Englisch auch noch. Das macht bestimmt gar keinen Spaß, da zu buddeln. Ich habe nur Kerzen. Ja, die hatten aber diese geilen Kerzen. Ja, trotzdem hat's nur. Da ist einfach gar kein Platz. Da passt der Du kaum durch. Mhm. Da zugemauert. Mhm. Ben Moore, der hört sich ziemlich deutsch an. Ach so, hier, stell dich da dran. Gefällt's dir? Nein.
so ein Ledersack. Endlich bohren damit, oder? Hier auch. Das finde ich ziemlich interessant hier. Ja, da haben die auch beim Graben hier gefunden. Das ist auch Hoppel. Hier, ja. Geil. Ah, der Zahnarztsitz. Ah, Bulldozer. Ach, hier, um Opale zu schneiden und schleifen. Und man hängt ja viel Sandstein und Salz alles. Das hat bestimmt schon einige Hände gekostet. Ach ja, die haben das auf so Stöcke draufgeklebt, damit es besser zu halten ist. Es gibt hier so ein gigantisches Autokino und hier, das war so ein von den ersten Malen, denke ich mal, wie viele Leute da waren, weil einfach so viele Leute hier gelebt haben auch. Und hier sind so ein paar Filme, die hier gezeigt wurden. Richtig geil. Naja, auf jeden Fall war das hier der Projektor dafür. Richtig fettes Teil. Allerdings sind wir vorhin an diesem Autokino vorbeigefahren. Ich dachte so, ey, was ist denn damit passiert? Und dann habe ich es gegoogelt und vor 2 Wochen kam hier wohl ein ziemlich krasser Sturm vorbei und hat die komplette Leinwand abgerissen. Also jetzt ist leider nichts mehr davon da und ist auch kaputt und die wissen nicht mal, ob sie es wieder renovieren werden. Der Museumsteil ist rum. Hier ist nochmal ein Schaft. Da steht immer hier bei 35 zum Beispiel Boat-Shaped Shaft. Also dass halt auf beiden Seiten rund ist und nicht eckig, weil du dann halt immer mehr rausgraben musstest aus den Ecken. Deswegen haben sie sich das gespart. Und dann steht hier noch, each miner had his own style of sinking a shaft. Ja, naja. Auf jeden Fall sieht man hier, wo sie überall mit dem Pickel reingehackt haben. Das sieht echt krass aus. Und jetzt geht's nochmal zu einer Wohnung von 1920. Und? Ist aber kein rechter Winkel hier. Das Schild da ist cool. Hier ist modern. Wie findest du diese Modernität? Ich bin überwältigt. Die Stühle sind vor allem, und auch die Nähmaschine sind sehr modern. Ja, der ganze Look ist sehr modern. Wie bei uns in der Küche, im Bad meine ich. Ja. Nicer Kontinent. Aber warum haben die nicht angefangen von vorne reinzugraben, sondern von oben? Guck mal, der Buchhalter da. Oh ja. Mir gefällt hier die Rohrverlegung total gut. Guck, wie genial das ist. Einfach hier so einen Circle gemacht. Wenn du oben auf und zu drehst, dann kommt es hier oben aus der Dusche raus. Und wenn du unten aufdrehst, kannst du für unten mischen. Ich glaube, genau hier stand ich schon mal mit der Kamera. Also nicht mit der, sondern mit einer anderen, aber mit einer Kamera. Sehr schimmelig hier alles. Und ich habe übrigens auch gerade einen ziemlich coolen Helm auf. Wir sind nämlich auch Minenarbeiter. Und hier ist wohl der Boiler für heißes Wasser, würde ich sagen. Hier oben ist wieder ein Loch, da war bestimmt ein Schornstein. Aber wie die immer hier diese ganzen Löcher gebohrt haben, keine Ahnung. Und dieses Schild hier hat bestimmt eine Geschichte. Schönes Kinderzimmer. Und die haben hier gewohnt, oder was? Mhm. Die sehen nicht aus, als wären die im Staub aufgewachsen, die beiden Mädchen. Mit dem Licht mal einen Tunnel ausgraben. Und fertig. Und Mel Gibson war hier und hat auch unterschrieben. Und Vin Diesel auch. Und es gibt hier einen Campingplatz. The only campground with free hot showers. Aber man bezahlt auch bestimmt für den Campground. Also sind doch die Showers nicht free. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall kann man unter der Erde campen und man fährt einfach in solche Höhlen. Und hier ist auch ein Swag, so einer wie wir ihn haben. Dann campst du da unten. Whatever. Wir sind fertig. Und wieder draußen im Hellen. Was auch ganz nice ist. Und warm. Ja. Ist es ein Noodling-Pit? Ja. Hat keine Farbe. Wir gehen jetzt eine Runde Nudeln. Und also hier ist wohl das, wo sie früher immer das ganze Zeug hingekippt haben. Heute natürlich nicht mehr, weil das Ganze in viel größerem Stil passiert. Und hier auch. Man kann überall sehen, wo Löcher sind, wo Leute gegraben haben. Und ja, deswegen werden wir jetzt auch losziehen und unser Glück probieren. Wir sind jetzt im Breakaways National Park, nördlich von Cooper Pedy. Und so sieht es hier aus. Hier wurde zuletzt auch ein Porsche-Werbevideo gedreht, ich glaube zum 60. Geburtstag. Und es wird auch wohl oft für Filmszenerien benutzt. Das sieht aus wie ein Salzhaufen. Ja. Also es sind nur noch 13 Sekunden Video auf der Kamera, deswegen muss ich jetzt ganz schnell reden. Wir sind ja bei den Breakaways und das seht ihr alles hier hinten und da vorne ist das Infopoint, da gehen wir jetzt schnell hin und hier ist das Auto hinter uns und tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns jetzt hier gerade, nachdem wir gefrühstückt haben und das Auto gepackt haben, einen zweiten Kaffee gemacht. Dafür ist auch eine Bullbar gut. Das hier war der Campspot.
relativ nah an der Autobahn. An Autobahn, genau. Am Highway. Highway ist direkt da oben. Und wir fahren jetzt mal noch einmal kurz dahinter. In die Richtung. Da ist nämlich auch ein Dugout. Ein Dugout ist halt so ein Ding, was jemand ausgegraben hat. Bei der Bewertung von dem Campingplatz stand, man soll aufpassen, dass man seine Kinder hier nicht frei rumlaufen lässt. Damit die nicht in irgendein Loch fallen. Und genau. Der Joel würde halt gerne in ein Loch fallen. Ich würde nicht gerne reinfallen, aber ich gucke es mir halt einfach gerne an. Hier ist jetzt so ein Loch. Aber ich denke nicht, dass da jemand Opal gefunden hat. Und es sieht hier schon wieder aus wie so eine Moon Landscape. Ah ja. Ja, okay. Das ist dann doch eher ein Deep Shaft, oder? Ja, die spinnt. Naja, okay. Haben wir jetzt gesehen, können wir wieder gehen. Funkgerät mache ich auch immer an und hier auf Scan. Dass wenn irgendwo irgendjemand mal in der Klemme stecken sollte, können die rufen und man hört es. Und der braucht immer so, keine Ahnung, 10 Sekunden, um einmal von 0 bis 80, also alle Channels durchzuscrollen. Und es ist ganz geil. Also ich wäre dankbar, wenn es auch jemand macht, wenn ich irgendwo hänge. Deswegen mache ich es halt auch. Dass man im Outback fährt und es regnet, sieht man auch nicht so oft. Aber ganz witzig. Wir fahren jetzt noch ungefähr, ich denke 400 Kilometer heute bis zum Campspot, wo wir eigentlich hinwollen. Aber eventuell fahren wir auch direkt zurück bis nach Adelaide. Je nachdem, wie wir uns nachher fühlen und wie das Wetter noch so ist. Weil wenn es da hinten bei Port Augusta auch die ganze Zeit regnet, brauchen wir da nicht nochmal campen, weil im Regen zu campen macht nicht so viel Spaß. Naja, deswegen erstmal Runde fahren. Tagchen Sie, wir sind zurück. Wir sind jetzt seit 460 Kilometer fahren wir heute. Wie ihr seht, ist der Regen auch weg. Wir sind jetzt fast zurück bei Port Augusta. Da geht es dann erstmal zu Hungry Jacks, was ja hier das Äquivalent zu Burger King ist. Und ich denke, dann fahren wir die letzten 300 oder 400 Kilometer oder so auch noch nach Hause zurück. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit mit der Familie, bei der wir wohnen. Wir wollen am Wochenende noch einen Trip machen. Deswegen